Also, was wäre, wenn ich dir sage, dass genau dieser Ehrgeiz, möglichst schnell ein komplettes Wörterbuch auswendig zu lernen, Mhm. dass das exakt der Grund ist, warum du in echten Gesprächen auf Deutsch oft total blockierst? Ja, das ist ein riesiges Problem. Stell dir das mal vor, du stehst so im Supermarkt oder sitzt in einem Café und jemand stellt dir eine eigentlich völlig simple Frage. Und in deinem Kopf, da rattert es sofort los. Genau, die Maschinen laufen heiß. Absolut. Du suchst krampfhaft nach diesem einen perfekten, hochkomplexen Wort, das du, gestern Abend auf so einer Vokabelkarte gesehen hast. Und du findest es natürlich nicht. Richtig. Du findest es nicht und was passiert dann? Du sagst einfach gar nichts. Tja, das ist so dieser klassische Moment der, kognitiven Überlastung. Wir versuchen dann nämlich, unsere extrem differenzierten, komplexen Gedanken, also die wir als Erwachsene in unserer Muttersprache ja ganz natürlich haben, eins zu eins in die neue Sprache zu übersetzen. Was ja eigentlich unmöglich ist am Anfang, oder? Völlig unmöglich. Das Gehirn stürzt dabei förmlich ab. Man nennt das in der Forschung auch die Perfektionsparalyse. Perfektionsparalyse, wow. Ja, und gerade wenn man beim Deutschlernen so auf dem A2 oder B1-Niveau ankommt, wo man eben anfängt, echte Alltagsgespräche zu führen, Mhm. da ist diese Paralyse der allerhäufigste Grund für Frustration. Und genau aus dieser Frustration wollen wir dich heute herausholen. Also willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen heute mal in eine Strategie ein, die ein unglaublich befreiendes, ja fast schon radikales Versprechen macht. Ein sehr pragmatisches Versprechen, ja? Um den Alltag auf Deutsch fließend zu meistern, brauchst du für den Anfang nämlich keine 1000 Wörter. Du brauchst exakt 15 essentielle Verben. Also lass uns das heute mal aufdröseln. Sehr gerne. 15 Wörter, um fast das gesamte tägliche Leben abzubilden, um Bedürfnisse zu kommunizieren und sogar, ja, tiefere Konzepte von Existenz auszudrücken. Das klingt im ersten Moment natürlich nach einem Taschenspielertrick, das muss man schon zugeben. Total. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch erstmal, das kann nicht stimmen. Aber wenn man sich die Methodik aus unserer heutigen Quelle mal genau ansieht, ist es eigentlich der ultimative linguistische Hack für kommunikative Effizienz. Der Ansatz zwingt uns nämlich, die Sprache wirklich auf ihr absolutes Fundament zu reduzieren. Also weg von diesem ganzen Ballast, den man vielleicht erst in 2 Jahren braucht. Exakt. Es geht hier nicht um passives Wissen, also Wörter, die du beim Lesen eines Romans vielleicht irgendwie verstehst, aber nie im Leben selbst aktiv benutzt. Es geht um puren Pragmatismus. Mhm. Wer diese spezifischen 15 Verben meistert, der schafft sich quasi ein sprachliches Sicherheitsnetz. Du kannst beinahe jedes alltägliche Szenario navigieren, du kannst Fragen stellen, auf Probleme hinweisen und Pläne machen. Weil die Prämisse im Grunde lautet, Sprachwissen ist nur dann wertvoll, wenn du es auch unter Stress abrufen kannst, oder? Genau. Also im echten Leben. Um dieses Konzept jetzt richtig greifen zu können, müssen wir uns ansehen, wie diese Wörter strategisch aufgebaut sind. Ich habe mir das so überlegt, wenn wir eine Sprache mal als ein Haus betrachten, dann fangen wir ja logischerweise nicht mit der Dekoration oder den goldenen Türklinken an. Nein, das wäre fatal. Eben, wir gießen zuerst das Fundament. Und das bringt uns direkt zu den ersten beiden Wörtern auf unserer Liste, nämlich sein und haben. Die absoluten Grundpfeiler jeder Sprache? Ohne die beiden bricht jede Kommunikation doch sofort in sich zusammen, oder? Absolut. Wenn du die nicht hast, geht gar nichts. Die vorliegenden Notizen zeigen auch ganz klar, warum das so ist. Bei Sein geht es ja um unsere nackte Identität und grundlegende Zustände. Wir reden hier nicht von komplizierten Konstrukten, sondern von simplen Dingen wie wer bin ich, welchen Beruf übe ich aus, wo befinde ich mich gerade. Richtig. Ich bin hier. Ich bin müde. Und bei Haben geht es dann um Ressourcen und tiefgreifende Bedürfnisse. Aber lass uns mal kurz bei Haben bleiben. Im Text wird ja die steile These aufgestellt, dass man ohne dieses eine Verb praktisch komplett handlungsunfähig in einer Sprache ist.
Und diese These ist linguistisch absolut wasserdicht. Wirklich? Ja, total. Wenn wir das mal psychologisch betrachten, bilden Sein und Haben quasi das Koordinatensystem unseres Überlebens. Okay, das musst du erklären. Nehmen wir ein ganz basales Beispiel. Du brauchst Nahrung. Im Englischen würdest du einen Zustand beschreiben. Du sagst, I am hungry. Also, du bist hungrig. Mhm. Wie ein Zustand der eigenen Identität fast. Genau. Im Deutschen nutzen wir interessanterweise aber sehr oft das Verb des Besitzes für diese physiologischen Zustände. Wir sagen, ich habe Hunger oder ich habe Durst. Wir besitzen das Bedürfnis sozusagen. Ach krass, stimmt. Wenn dir jetzt dieses kleine Verb haben fehlt, dann müsstest du anfangen, extrem komplexe Umschreibungen zu konstruieren, um überhaupt, dein Überleben zu sichern. Also anstatt zu sagen, ich habe Hunger, müsste ich dann was sagen, Du müsstest sagen, mein Magen verlangt nach Nahrung oder sowas in der Art. was für jemanden auf dem A2-Niveau völlig utopisch ist, mitten auf der Straße so einen Satz rauszuhauen. Völlig unmöglich. Niemand spricht so. Deshalb verankern uns Sein und Haben in der Realität. Sie sind, wenn man so will, das Betriebssystem. Ah, das ist ein gutes Bild. Bevor wir irgendwelche komplizierten Handlungen ausführen, müssen wir ja etablieren, wer existiert hier gerade und über welche Ressourcen verfügen wir. Ohne diese Klärung gibt es einfach keinen Kontext für alles, was danach kommt. Okay, das leuchtet mir total ein. Also, das Betriebssystem läuft, wir wissen, wer wir sind, wir wissen, was wir brauchen, aber wir können ja nicht ewig als statische Wesen an einem Ort verharren. Nein, wir müssen irgendwann auch mal loslegen. Genau. Wenn das Fundament steht, müssen wir anfangen, uns in der Welt zu bewegen. Und das führt uns unweigerlich zur Dynamik des Alltags. Und hier bringt die Strategie aus der Quelle 3 extrem spannende Verben ins Spiel, nämlich gehen, kommen und machen. Das ist quasi der Motor der Sprache. Jetzt kommt Handlung in deinen Tag. Da muss ich aber direkt mal kurz reingrätschen, speziell bei dem Wort machen. Oh, ich ahne, was jetzt kommt. Ja, weil wenn ich mir ansehe, wie universell das im Deutschen eingesetzt wird, man macht Sport, man macht das Frühstück, man macht seine Hausaufgaben, das wirkte auf mich ganz ehrlich wie ein sprachliches Schweizer Taschenmesser. Mm. Man klappt das einfach für alles auf, wenn einem das richtige Wort fehlt. Weil streng genommen bereitet man das Frühstück ja zu oder man treibt Sport. Ist diese extreme Fokussierung auf Machen nicht eigentlich gefährlich für Lernende? Wie meinst du das genau? Naja, züchten wir uns da nicht eine gewisse sprachliche Faulheit heran, die den echten Wortschatzaufbau dann am Ende sogar blockiert? Weißt du, das ist genau die klassische Kritik, die oft auf der Ecke der traditionellen Grammatikpuristen kommt. Ah, okay. Aber wir müssen da echt mal die Perspektive wechseln. Wir sprechen hier ja über Lernende auf A2 bis B1, die einfach versuchen, in einer fremden Kultur irgendwie den Alltag zu überstehen. Also Leute, die einfach nur einkaufen oder arbeiten wollen. Genau. Und aus Sicht der kognitiven Belastung ist Machen absolut kein Zeichen von Faulheit, sondern eine brillante, absolut notwendige Überlebensstrategie. Eine Überlebensstrategie, weil es den Redefluss rettet. Exakt. Stell dir mal vor, du stehst im Büro und jemand fragt dich, was du gerade tust. Du bist dabei, Dokumente zu sortieren und einen Bericht zu verfassen. Okay, klassische Bürosituation. Die Wörter sortieren und verfassen fallen dir in dem Moment der Aufregung aber einfach nicht ein. Wenn du jetzt versuchst, perfekt zu sein, fängst du an zu stottern, du wirst nervös und brichst das Gespräch vielleicht ganz ab. Und dann ist die Interaktion gescheitert. Richtig. Wenn du aber dein Schweizer Taschenmesser zückst und einfach sagst, ich mache die Dokumente, dann ist das vielleicht stilistisch kein Literaturnobelpreis, ja? Aber es funktioniert. Genau. Die Kommunikation war zu 100% erfolgreich. Dein Gegenüber hat dich verstanden, der Stress fällt komplett ab. Das heißt, dieses Wort fungiert wie so ein Platzhalter, der mir erlaubt, im Gespräch zu bleiben, während mein Gehirn im Hintergrund vielleicht weiter arbeitet. Richtig. Es hält den Dialog einfach am Leben.
Und noch viel wichtiger, die universellste Frage, um überhaupt eine Verbindung zu jemandem aufzubauen, ist doch, was machst du heute? Stimmt, die hört man jeden Tag. Damit öffnest du jede Tür. Und wenn wir uns jetzt mal die anderen beiden Verben aus dieser dynamischen Gruppe ansehen, also gehen und kommen, dann erfüllen die eine ganz ähnliche, fundamentale Funktion, nur eben räumlich. Also sie spannen quasi das Netz auf, in dem wir uns bewegen. Ob wir uns von etwas wegbewegen, wie zur Arbeit gehen, Mhm, oder ob etwas auf uns zukommt, wie der Bus kommt. genau. Sie definieren Richtung und Ursprung. Zusammen mit machen geben diese drei Worte unserem Tag eine völlig klare Struktur. Wir haben einen Ort, ein Ziel und eine Handlung. Wahnsinn. Das ist im Grunde schon 80% dessen, was wir unseren Freunden abends am Telefon erzählen. Das ist echt wahr. Wenn wir uns jetzt aber den nächsten Block in unseren Notizen ansehen, wird auch klar, dass wir ja keine reinen Arbeitsmaschinen sind, die einfach nur von A nach B gehen und Dinge machen. Zum Glück nicht. Es gibt da nämlich einen Taktgeber im Hintergrund, der unser gesamtes Leben diktiert. Völlig egal, auf welchem Kontinent wir leben. Die menschliche Biologie. Richtig. Die Strategie in unserer Quelle rückt hier 5 Verben in den Fokus, die wirklich diesen Rhythmus bestimmen. Einerseits die physischen Grundbedürfnisse, also Essen, Trinken und Schlafen, Mhm. und andererseits die geistigen Werkzeuge der Interaktion, nämlich Sprechen und Lernen. Was mich hier aber direkt fasziniert hat, ist das Wort Schlafen. Oh ja, das wundert viele. Ja, aber das ist es nur auf den ersten Blick. Warum ist das nämlich mit dem großen Ganzen verbinden? Müssen wir uns einfach mal fragen, worüber Menschen eigentlich Smalltalk führen. Okay, übers Wetter. Ja, auch, aber diese 3 biologischen Verben Essen, Trinken, Schlafen, das sind die ultimativen sozialen Konnektoren. Sie rhythmisieren nicht nur unseren eigenen Körper, sondern unsere gesamte Gesellschaft. Ah, ich verstehe. Wann treffen wir uns? Zum Mittagessen. Was machen wir beim Date? Wir trinken Kaffee. Und Schlafen ist vielleicht der universellste Anknüpfungspunkt überhaupt. Stimmt, wie hast du geschlafen? Fragt man andauernd. Eben. Die Frage, hast du gut geschlafen oder die Aussage, oh, ich bin extrem müde, ich habe kaum geschlafen, das holt jeden Gesprächspartner sofort auf eine zutiefst menschliche Ebene ab. Weil es jeder kennt, Genau. Es gibt keine Kultur auf der Welt, die diesen Rhythmus nicht teilt. das ist wirklich ein toller Gedanke. Es ist eigentlich exakt wie das Aufladen eines Handyakkus, oder? Das ist ein guter Vergleich. Wenn das Gerät an der Steckdose hängt, passiert ja nach außen hin überhaupt nichts. Es liegt völlig regungslos da. Aber im Inneren findet der wichtigste Prozess überhaupt statt, damit das System am nächsten Tag wieder hochfahren kann. Absolut. Und erst wenn dieser Akku voll ist, haben wir ja überhaupt die geistige Kapazität für die anderen beiden Verben aus dieser Gruppe, nämlich sprechen und lernen. Deine Akkumetapher passt da echt perfekt. Und bei Sprechen und Lernen betreten wir eine wirklich faszinierende Metaebene in diesem ganzen Lernprozess. Moment, inwiefern Metaebene? Naja, wir betrachten hier ja Verben, die der Lerner braucht, um die Sprache zu meistern. Richtig? Ja, Und Lernen und Sprechen sind exakt die Werkzeuge, die er in genau diesem Moment auch benutzt. Wenn du als Lerner einem Muttersprachler sagst, Entschuldigung, ich lerne gerade Deutsch, können wir bitte etwas langsamer sprechen? Dann nutzt du die Instrumente, um den Prozess selbst zu steuern. du bist nicht mehr nur passiv. Genau, du gestaltest aktiv deine Lernumgebung. Und das gibt dir enorm viel Kontrolle über eine Situation, die sich sonst für viele oft unkontrollierbar und extrem überfordernd anfühlt. Wahnsinn, wie viel Macht in so ein paar Wörtern steckt. Also fassen wir mal kurz den Zwischenstand zusammen, damit wir den Faden nicht verlieren. Gute Idee? Wir haben unser existenzielles Fundament mit Sein und Haben. Dann haben wir den räumlichen und aktiven Motor mit Gehen, Kommen und Machen. Und wir haben gerade unseren biologischen und kognitiven Rhythmus etabliert. Das ist schon eine Menge. Ja.
Und wenn all das läuft, verlassen wir irgendwann unsere private Blase und treten in das komplexe Konstrukt der Gesellschaft ein. Und das erfordert dann eine neue Stufe der Abstraktion, richtig? Absolut. Hier verlassen wir dann das rein physische und persönliche. Der letzte Block unserer 15 Wörter bringt uns nämlich Verben, die unsere Verortung und unsere Rolle in der Gesellschaft definieren. Wir reden da über Arbeiten und Wohnen. Zwei ganz wichtige Säulen. Dann den ganzen Bereich des Konsums und der Versorgung durch Kaufen. Die bewusste Wahrnehmung unserer Umwelt mit Sehen. Mhm. Und dann das letzte Verb auf der Liste. Und hier wird es wirklich tiefgründig. Das Verb geben. In den Unterlagen wird ja explizit hervorgehoben, dass dieses Wort wahnsinnig viele Bedeutungen hat und deshalb eine absolute Sonderrolle einnimmt. Oh ja. Warum bekommt ausgerechnet ein so simples Wort wie geben diesen Endgegnerstatus, also diesen Bossstatus am Ende der Liste? Weil geben im Deutschen eine linguistische Transformation durchmacht, die für Lernende ein gigantischer Meilenstein ist. Okay, wie meinst du das? Zuerst einmal haben wir natürlich die offensichtliche, rein physische Bedeutung. Also ich überreiche dir einen Gegenstand, ich gebe dir ein Buch oder der Verkäufer gibt mir das Wechselgeld. Ein direkter, greifbarer Austausch eben. Logisch. Ein simples Transaktionsverb. Ja? Aber dann, und jetzt kommt's, kommt diese winzige, unscheinbare Konstruktion es gibt. Ah, wie im Englischen there is oder there are. Exakt. Und hier passiert im Deutschen etwas Magisches. Das Verb verliert plötzlich seinen physischen Körper. Es gibt niemanden mehr, der aktiv etwas überreicht, und es gibt niemanden, der etwas empfängt. Krass, ja, stimmt eigentlich. Wenn du sagst, es gibt heute ein Problem oder es gibt viele Menschen in der Stadt, dann beschreibt dieses Wort plötzlich die pure, abstrakte Existenz von Dingen. Das Universum oder die Situation, also dieses Unpersönliche ist, erschafft einfach eine Realität. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man mal genauer darüber nachdenkt. Ist es ja. Ein Wort, das ja eigentlich ursprünglich bedeutet, dass eine Hand der anderen einen Apfel reicht, mutiert zu so einer philosophischen Feststellung, dass etwas auf dieser Welt überhaupt existiert. Und für jemanden, der auf dem A2 oder B1-Level Deutsch lernt, ist die Konstruktion es gibt wirklich der ultimative Befreiungsschlag. Warum das? Weil wenn dir der spezifische Ausdruck fehlt, um zu erklären, wie etwas entstanden ist oder wo genau es sich befindet, dann kannst du einfach sagen, es gibt hier eine Herausforderung. Und man klingt direkt kompetent. Genau. Es ist elegant, es ist grammatikalisch korrekt und es deckt fast jede komplexe Situation ab, ohne dass du dich in irgendwie komplizierter Grammatik verhedderst. Das ist dann wohl der Moment, in dem die Sprache anfängt, für dich zu arbeiten, anstatt gegen dich. Ganz genau. Wir haben uns jetzt diese 15 Bausteine alle einzeln in der Theorie angesehen. Aber wir wissen ja beide, Theorie ist schön und gut, aber das echte Leben, das findet halt nicht auf Vokabelkarten statt. Leider nicht. Die wahre Magie passiert ja erst, wenn diese isolierten Werkzeuge anfangen, miteinander zu interagieren. Wenn sie im Alltag miteinander tanzen, sozusagen. Das ist der Härtetest. Wie effizient sind diese Verben eigentlich in einem echten Dialog? Und unsere Quelle liefert dafür ein wunderbar unscheinbares, kurzes Beispielgespräch zwischen zwei Personen. Anna und Paul. Ein tolles Beispiel, ja. Ich breche es mal auf die absolute Essenz herunter, was da passiert. Sie treffen sich, klären ihr Befinden. Paul erwähnt, woher er räumlich gerade kommt, nämlich von der Arbeit. Er benutzt kommen und arbeiten. Genau. Anna checkt dann seine biologischen Bedürfnisse ab, fragt nach Hunger, also haben. Dann machen sie den Plan, gemeinsam zu einem Ziel zu gehen,
ins Restaurant, um etwas zu essen. Mhm. Und danach planen Sie noch eine gesellschaftliche Transaktion, nämlich noch etwas im Supermarkt zu kaufen. Wenn man das so analysiert, klingt das ja fast nach einem hochkomplexen Verhandlungsprozess. Und genau das ist der Punkt. Es ist ein absolut komplexer sozialer Prozess, aber Sie benutzen dafür fast ausschließlich die Verben aus unserer kurzen Liste. Ja. Als ich diesen simplen Dialog gelesen habe, drängte sich mir sofort so das Bild von einem Meisterkoch auf. Ein Meisterkoch, okay, lass hören. Ja, weil wenn du ein Anfänger in der Küche bist, dann glaubst du doch oft, du bräuchtest 100 exotische Zutaten, um ein wirklich gutes Essen zu kochen. Oh ja, und dann wird's meistens ungenießbar. Exakt. Am Ende schmeckt es total überladen und verwirrend, weil nichts richtig zusammenpasst. Aber dieses Gespräch von Anna und Paul, das beweist doch, ein Meisterkoch braucht nur 5 oder 6 perfekte, fundamentale Zutaten. In unserem Fall gehen, kommen, arbeiten, essen, kaufen. Richtig. Nur diese paar Zutaten, um ein völlig natürliches, nahrhaftes Alltagsgespräch zu kochen, wenn man so will. Nichts in diesem Dialog wirkt erzwungen. Alles fließt einfach. Das hast du schön gesagt. Und dieser Dialog entlarvt auch wirklich die Illusion, dass Komplexität im Ausdruck immer gleichbedeutend ist mit gelungener Kommunikation. Oft ist nämlich genau das Gegenteil der Fall. Mhm, total. Und das führt uns eigentlich auch direkt zu dem entscheidenden psychologischen Ratschlag, den diese Methodik aus der Quelle am Ende noch mit auf den Weg gibt. Ah, stimmt, da war noch was. Es gibt da nämlich einen konkreten Lerntipp, der aus kognitionspsychologischer Sicht extrem wertvoll ist. Du meinst den Ratschlag zur Dosierung, richtig? Der Text empfiehlt ja ganz explizit, lerne jeden Tag nur ein einziges Wort. Genau den. Aber bilde damit dann 10 unterschiedliche Sätze in verschiedenen Kontexten. Das ist ja ein krasser Gegensatz zu den klassischen Vokabellisten aus der Schule, wo man oft so 30 Wörter auf einmal in den Kopf hämmern musste. Und die man nach einer Woche wieder vergessen hatte. Ja, genau. Warum ist dieser minimalistische Ansatz, nur ein Wort am Tag zu nehmen, so viel wirkungsvoller? Weil es hier um Tiefe statt um Breite geht. Unser Gehirn ist furchtbar schlecht darin, sich isolierte, unzusammenhängende Datenpunkte zu merken. Okay, Wenn du 20 neue Verben an einem Tag liest, speicherst du sie bestenfalls im Kurzzeitgedächtnis ab. Nach 3 Tagen sind die komplett verschwunden, weil das Gehirn keine neurologischen Verknüpfungen gebildet hat. es fehlen die emotionalen oder situativen Anker. Genau, es fehlt das neuronale Spinnennetz, das dieses Wort im Kopf festhält. Verstehe. Wenn du jetzt aber ein einziges Wert nimmst, sagen wir mal arbeiten, und du zwingst dich, es in 10 völlig verschiedenen Situationen anzuwenden. Also in verschiedenen Sätzen. Ja, du fragst jemanden danach, du verneinst es, du benutzt es in der Vergangenheit, du beziehst es auf deine Eltern oder auf deine Freunde, dann baust du genau dieses Spinnennetz auf. Ah, man webt es quasi in sein eigenes Leben ein. Völlig richtig. Du simulierst Erfahrung. Du zwingst dein Gehirn, das Wort aus ganz verschiedenen Winkeln zu beleuchten, bis es tief in deinem mentalen Lexikon verankert ist. Du machst dieses Wort zu deinem Eigentum. Das nimmt ja auch extrem viel Druck aus dem ganzen Lernprozess, oder? Der Ratschlag in der Quelle schließt ja auch mit der Aufforderung, keine Angst vor Fehlern zu haben. Ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, diese Angst schwindet ganz automatisch, wenn man mal aufhört, 100 Dinge gleichzeitig kontrollieren zu wollen. Und stattdessen weiß man, okay, ich habe diese 15 tief verankerten Werkzeuge in meinem Gürtel, Ja, die kenne ich absolut in- und auswendig. Egal was passiert, ich kann mich 100%ig auf sie verlassen. genau das ist es. Dieses Sicherheitsnetz ist der absolute Schlüssel zu Flüssigkeit beim Sprechen. Wenn du nicht mehr in jedem Satz krampfhaft nach Vokabeln suchen musst, dann hast du im Kopf endlich die kognitiven Ressourcen frei, um dich auf dein Gegenüber zu konzentrieren. Auf die Interaktion. Auf die Interaktion, auf die Aussprache, auf die Melodie der Sprache. Du bist dann einfach nicht mehr im Überlebensmodus, sondern du bist im echten Dialog angekommen. Tiefe statt Breite. Das ist wirklich ein fantastisches Konzept.
Lass uns noch einmal den Bogen spannen zu dem, was wir heute so alles aufgedeckt haben in unserem Deep Dive. Gerne. Es war ja eine extrem ermutigende Reise in die Mechanik der Sprache, finde ich. Wir haben festgestellt, dass der Versuch, zu schnell, zu komplex zu werden, eigentlich der größte Feind des fließenden Sprechens ist. Absolut. Stattdessen reichen uns 15 essentielle Kernkonzepte völlig aus. Von unserem existenziellen Fundament mit Sein und Haben über den Motor unserer Handlungen mit Machen, Das Schweizer Taschenmesser? genau, bis hin zu Strukturierung unserer biologischen Rhythmen mit Schlafen und Essen und schließlich der Beschreibung abstrakter Realitäten mit Es gibt. Mit diesem kleinen Werkzeugkoffer bist du komplett ausgestattet, um sofort echte, bedeutungsvolle Unterhaltungen zu führen. Das Haus steht stabil. So ist es. Die ganzen fancy Adjektive und die hochspezialisierten Vokabeln, also die goldenen Türklinken aus unserem Hausbeispiel, die kannst du im Laufe der Jahre immer noch in aller Ruhe sammeln. Der entscheidende Schritt für alle Lernen ist jetzt einfach, dieses reduzierte Arsenal mutig anzuwenden. Fehler sind dabei absolut keine Rückschläge. Sondern, Sie sind die notwendigen Justierungen, mit denen das Gehirn lernt, diese Werkzeuge richtig zu kalibrieren. dem ist wirklich kaum noch etwas hinzuzufügen. Das war ein richtig tiefer Einblick in die Effizienz des Lernens. Wir verabschieden uns für heute von dir, aber wie immer entlassen wir dich nicht, ohne deinen Geist noch ein kleines bisschen herauszufordern. Genau. Wir lassen dich mit einem finalen, ziemlich provokativen Gedanken zurück, der das Ganze vielleicht noch einen Schritt weiter denkt. Bin gespannt. Wir haben heute gelernt, dass du für eine neue Sprache keine 1000 Wörter brauchst, um dich verständlich zu machen. Das wirft aber eine extrem spannende Frage auf. Welche? Was wäre, wenn du morgen mal ein Experiment in deinem ganz normalen Alltag wagst? Was wäre, wenn du versuchst, deine komplexen, manchmal total verkopften Gedanken in deiner eigenen Muttersprache absichtlich auf genau diese 15 simplen Kernkonzepte herunterzubrechen? Das ist eine starke Übung. Vielleicht ist das wahre Geheimnis der Kommunikation gar nicht ständig neue, noch präzisere Wörter zu sammeln. Vielleicht liegt das Geheimnis vielmehr darin, zu lernen, wie man das Wesentliche der eigenen, oft viel zu komplizierten Gedanken entkernt, bevor man überhaupt den Mund aufmacht. Denk mal darüber nach. Bis zum nächsten Mal.